Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es mal wieder um die Water-Signaturen, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, und zwar um den Sicherheitsbeweis. Ja, der ist ein bisschen länger, deswegen werde ich hier einiges am Platz brauchen. Ich hoffe, das reicht mir, aber ich glaube, das schaffen wir schon. Okay, wir haben wie immer natürlich mal wieder einen Challenger C, einen Mittelsmann B sozusagen und einen Angreifer A. Gut, und was machen die jetzt miteinander? Naja, hier wird das Diffie-Hellman-Spiel gespielt, also wir behaupten, oder unser Challenger behauptet, wir kriegen es nicht hin, was wir natürlich schaffen, wenn wir A haben, wir kriegen es nicht hin, aus G hoch X und G hoch Y ein G hoch XY zu berechnen, also G hoch X mal Y. Das sollen wir scheinbar nicht schaffen und das versuchen wir jetzt die ganze Zeit zu brechen. So, ich mache dem Challenger, ich nehme dem einfach mal ein bisschen Platz, damit wir hier zwischen B und A mehr Platz haben, weil B wird echt fett. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass ich das hier gerade mache. So, okay. Was machen wir jetzt als erstes? Und zwar jetzt kommt unser Trapgan-Algorithmus zum Einsatz. Jetzt ziehen wir uns eine Hash-Funktion und eine Trapdoor-T aus dem Trapgan-Algorithmus, der zwei Generatoren nimmt und ja, diese Generatoren, die sind einfach bekannt, die brauchen wir eigentlich nicht als irgendwie unbekannt annehmen. Wir ziehen uns das einfach daraus. Dann definieren wir uns den Public Key und zwar als den Generator g, dann die Hash-Funktion h und e, also das Pairing, e ist das Pairing immer, e von g hoch x. Wobei wir g hoch x an sich nicht kennen. Wir kennen x vor allem nicht. Wir kennen nur den festen Wert g hoch x. Aber wir können das ja trotzdem in ein Pairing reinstopfen, weil den Wert kennen wir ja. Wir kennen nur nicht x und y. Das ist aber nicht so schlimm. So, und was jetzt hierbei passiert, ist Folgendes. Wir nehmen implizit als Secret Key, Achtung, nochmal ganz kurz, der Secret Key war hier definiert als g hoch a. G hoch a, naja, a war hier E von G hoch A, also das ist das A. Was ist denn bei uns jetzt der Secret Key? Überlegt da mal kurz, was bei uns der Secret Key ist und pausiert mich von mir aus. Hier ist unser Secret Key offensichtlich implizit angenommen G hoch XY. Das heißt, das Ergebnis von unserer Berechnung. Unser Secret Key ist die Lösung zu der ganzen Challenge hier. Das ist eigentlich das, was wir rauskriegen wollen. Ziemlich geil. Okay, ohne dass wir ihn jetzt irgendwie berechnet hätten, wir haben ihn schon benutzt sozusagen. Das heißt, wir schicken jetzt einfach den Public Key an A rüber und A ist glücklich und darf jetzt anfangen, uns Fragen zu stellen. So, dazu noch was Kleines zu den programmierbaren Hash-Funktionen. Und zwar, wir hoffen an für sich drauf, wir hoffen auf erstens mal, dass, definieren wir uns mal vorher hier A und B aus dem Eval-Algorithmus. Ja, was da reinkommt, ist egal. Nee, ist es gar nicht. Halt, stopp, ist überhaupt nicht egal. T von MI, also die ite-Anfrage von A. Und jetzt hoffen wir darauf, dass A ungleich 0 modulo P ist. Das bedeutet, wir können eine Signatur simulieren, wie wir nachher sehen werden. Und wir hoffen darauf, dass, wenn wir sagen A Stern sozusagen und B Stern, auch aus Trap-Eval, aber dieses Mal von T und M Stern, Vorsicht. Wir hoffen, dass hier A gleich 0 modulo P ist. So, warum dürfen wir da einfach, also das brauchen wir, damit G hoch XY extrahierbar ist und das hier brauchen wir, damit wir überhaupt was simulieren können. Warum dürfen wir das hoffen? Das ist eine Eigenschaft aus den programmierbaren Hash-Funktionen, die folgt daraus, weil die Dinge, oder weil vor allem diese Waters-Hash-Funktion, wo habe ich die denn definiert? Hier die da, die ist sogenannt Gamma-programmierbar. Und Gamma-programmierbar bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses ganze Ding hier eintrifft, die Wahrscheinlichkeit von dem hier eben, ist größer gleich Gamma und Gamma ist nicht vernachlässigbar. Das ist quasi eine Eigenschaft von diesen programmierbaren Hash-Funktionen. Hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt, brauchen wir auch nicht, und den Beweis dafür möchte ich ehrlich gesagt auch nicht machen, der ist unglaublich kompliziert. Aber ja, okay. Gut, jetzt schauen wir einfach mal weiter. Wir bekommen von A offensichtlich Anfragen für gewisse Nachrichten MI. Wir sind ja gerade im EUF-CMA-Spiel. Okay, also wir bekommen Anfragen MI. So, was machen wir mit den Anfragen? Wir beantworten sie.
Das heißt, wir ziehen uns hier, komm schon, lass mich doch jetzt hier was schreiben, bitte. Okay, wir ziehen uns ein AI und im Prinzip könnte ich das hier oben direkt mal definieren. AI und BI. Und hier schreiben wir auch I rein. So, und jetzt habe ich hier im Prinzip schon die Anfrage. Warte, ganz kurz. Machen das so und dann schieben wir den Kasten hier runter. So will ich das. Genau. Okay, jetzt haben wir uns unser AI und BI gezogen. Und das bedeutet, wir haben hier tatsächlich auch für unser AI und BI gilt, dass H von MI, also H, der Hashwert der Nachricht, der Item-Nachricht vor allem, ist gleich G hoch X. Hoch X habe ich gesagt. Und das Ganze mal AI, weil ja hier Potenz und sowas, so war ja gerade das definiert, unsere Hash-Funktion. Falls ihr euch erinnert, so war die programmierbare Hash-Funktion hier definiert. Wir bekommen einen Hashwert der Nachricht H hoch A, G hoch B, wobei H und G die Generatoren waren. Und wir hatten hier, das habe ich auch vergessen hinzuschreiben, wir hatten gesagt, H ist unser G hoch X, also unser Generator ist gleichzeitig G hoch X. Okay, jetzt sagen wir hier also, H ist G hoch X mal, also G hoch X mal AI und das Ganze noch mal unseren zweiten Generator G hoch BI. So sind unsere AIs und BIs definiert. Und das bedeutet, wir ziehen uns jetzt einen Zufallswert SI zufällig aus Z modulo P im Prinzip. Genau. Und jetzt können wir die Signaturanfragen beantworten. Jetzt wird es hier drüben nochmal spaßig. Ich schreibe hier gerade mal weiter. Wenn wir die Signaturanfragen beantworten, sieht das folgendermaßen aus. Wir sagen Sigma, und da hatten wir jetzt zwei Teile, Sigma I1 und Sigma I2 sozusagen. Wir schauen nochmal kurz nach, wie diese Sigma I's definiert waren. Das war oben drüber. Hier, Sigma 1 war definiert als G hoch R und Sigma 2 war definiert als G hoch A mal den Hashwert von der Nachricht hoch R. Okay, also Sigma 1, Sigma I1 sozusagen der erste Teil der Signatur der Item-Nachricht. So ist das jetzt gedacht. Ist gleich, den definieren wir uns jetzt. Nein, nicht als Potenz, als normales. Okay. So, jetzt nehmen wir unser Element, das wir von der CDH-Challenge hier bekommen haben, G hoch Y. Und das haben wir zwar nicht als Wert, aber wir können es natürlich einfach so direkt benutzen. Also wir wissen nicht, was Y ist, aber wir wissen, was G hoch Y ist. Das Ganze potenzieren wir jetzt mit dem Inversen, also mit minus 1 durch AI. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir werden sehen, warum wir das machen, wenn wir hier versuchen, was zu extrahieren, beziehungsweise die Anfragen zu beantworten, werden wir alles genauer sehen. G hoch SI ist unser zweiter Faktor da dran. Da nochmal kurz hochgehen. G hoch R, was wäre dann unser R hier? Unser R ist ja im Prinzip alles, was wir hier in die Potenz reinschreiben. Das heißt, hier steht für R im Prinzip Y mal minus Y durch AI plus SI. Also ich schreibe das ganz kurz hin, was unser Zufallswert RI ist. Nicht in der Potenz. RI ist gleich im Prinzip die ganzen Potenzen hier ohne das G. Weil wir das ja im Prinzip so gerechnet haben. Im Prinzip ist ja die erste Signatur nur G hoch den Random-Wert. Und wir haben halt hier für unseren Random-Wert nur S random gezogen und der Rest war irgendwie fest. Okay, also wir hatten hier gesagt Minus von dem minus 1 durch AI, Y durch AI. Achso, jetzt kann ich hier wieder einen Index schreiben. Schön. Y durch AI und das Ganze plus SI. So, das ist unser Random-Wert, der einfach jetzt berechnet wurde und nicht mehr zufällig gezogen wurde. Außerdem SI, das war tatsächlich zufällig. Und der zweite, jetzt müssen wir noch den zweiten Teil der Signatur beantworten. Sigma 2 war definiert als G hoch A mal den Hashwert von der Nachricht hoch R. Okay, wie sieht jetzt also unsere zweite Signatur aus? Also Sigma I,2 ist gleich, jetzt haben wir Spaß, G hoch X und das Ganze hoch A,
Ich schreibe es jetzt so als Mal hin, theoretisch ist es ja ein Hoch, weil wir g hoch x nicht kennen. Das einfach potenzieren mit AI, ich glaube Rechenregeln habt ihr mittlerweile drauf. Ich schreibe hier tatsächlich auch Mal hin. Mal AI, mal SI und das Ganze mal. So, jetzt sind wir wieder bei G. Ist das oben? Ja, das ist oben. G hoch Y. Wobei wir g hoch y auch nur als festen Wert haben. Hier einfach das Ganze wieder hoch. Minus. Mal minus bi durch AI. So, und jetzt noch ein letzter Wert. Dann haben wir es tatsächlich endlich mal geschafft. G hoch bi mal SI. Das ist unsere zweite Signatur. Warum zur Hölle wählen wir uns solche behinderten Signaturen? Schauen wir mal ganz genau hin. Wir können das alles so umrechnen, dass sich g hoch xy, also der Teil, den wir nicht kennen, immer rauskürzt. Das ist sozusagen der Clou bei der ganzen Geschichte. Wir brauchen hier niemals g hoch xy zu benutzen. X mal y ist ja im Prinzip unser a hier gewesen, also unser Secret Key g hoch xy, den kennen wir ja gar nicht. Das heißt, wir mussten uns irgendwie so ein bisschen drumherum cheaten sozusagen. Und hier, das ist der Teil, der ist RI, also dieses RI muss dasselbe sein, das muss hier auch drin sein. Was hier jetzt im Prinzip steht, ist x mal y von dem hier, x plus y ist das, ups. Also x mal dem hier plus y mal dem ganzen Kram hier plus BISI. Und solche Signaturanfragen können wir ja beantworten, das geht. Und die sind tatsächlich so gewählt, dass wir die Anfragen gültig beantworten. Wenn wir jetzt hier uns angucken, ob die sich wieder vernünftig auswerten, hier bei Verify, das könnten wir tatsächlich sogar gerade mal machen. Ich glaube, das bringt ein bisschen Klarheit hier rein. Die müssen ja bei Verify was Wahres ausgeben. Und dazu, ich glaube, so seht ihr alles, was wir brauchen. Dann muss ich hierher schreiben, e von g, g. Ich kopiere einfach mal diese ganze Formel hier. Oh, komm schon. Das war so schön eingestellt, Mano. Okay, ich kopiere diese Formel hier einfach mal hier rein und wir setzen dann ein für das, was wir brauchen oder für das, was wir hier benutzen können. A hatten wir gesagt, also unser Secret Key war XY mal Sigma 1. Naja gut, setzen wir mal für Sigma 1 ein. Sigma 1 ist der ganze Kram hier. Kopieren wir einfach mal raus und setzen das hier ein. Der Hashwert der Nachricht, den hatten wir programmiert als das hier. Das heißt, das muss hier reingesetzt werden und jetzt wird es tatsächlich sehr, sehr voll werden. Und G bleibt und Sigma 2 ist der ganze Scheiß. Also kommt das hier rein. So, jetzt haben wir tatsächlich hier irgendwas gemacht. So, diese Formel schnappe ich jetzt mal und packe sie woanders hin, damit wir mehr Platz bekommen. Ja, so viel dazu. Okay, hier unten hin, sodass wir auch sehen, was wir tun. Jetzt ist es ja nur noch Umformen. Jetzt hatten wir im Prinzip schon alles eingesetzt, was wir machen wollten. So, jetzt können wir hierher gehen und sagen, wir lösen erstmal diese Klammer hier auf, weil die uns stört. Machen das Minus vorne dran. Ups. So. Und schreiben den Kram hier in ein neues Pairing rein. E von dem hier. Die rechte Seite interessiert uns gerade nicht. Ich weiß, dass ihr die nicht mehr seht, aber das muss auch gerade nicht sein. Und hier machen wir gerade ein Mal zwischen rein. Wobei, ich mache tatsächlich hier so ein Ist gleich rein. Dann sehen wir hier, was passiert. So, ich mache das sogar wieder hier zusammen in ein Pairing rein. Ja, ich mache das alles mal wieder hier rückgängig. Wir brauchen das in einem Pairing. Nein, das wollte ich tatsächlich drin haben. Okay, wir brauchen das in einem Pairing hier. Aber wir tricksen mit den Potenzen wieder. Wir ziehen die einfach nach draußen. Erstmal ziehen wir sie zusammen. Wir sagen hier g hoch minus y ai mal dem hier. Da machen wir einfach ein Plus draus und sagen, das ist derselbe Exponent. Genauso machen wir das hier. Das wird ein Plus und derselbe Exponent. Und hier genauso beide Male. Okay, also hier ein Plus rein und hier ein Plus rein. So, jetzt sieht es zwar nicht, oh toll, jetzt sieht es zwar nicht wirklich besser aus, aber ja, damit lässt sich jetzt arbeiten. Jetzt können wir nämlich hier auch sagen, dieses g hoch xy, das ziehen wir hier rein. Und jetzt können wir hier, jetzt sagen wir erstmal, wir ziehen das hier. Ihr erinnert euch hoffentlich noch, dass wir es erst nach draußen ziehen können und dann wiederum auf den anderen drauf.
So, das heißt, wir können das hier jetzt auch wieder auf unseren anderen Exponenten ziehen. Vorsicht, hier muss man Multiplikation benutzen, also mal, ja, in dem Fall hier mal und hier mal. Das alles muss multipliziert werden. Dann können wir tatsächlich sagen, okay, hier vorne steht dasselbe Element, jetzt nutzen wir die Bilinearität aus und ziehen uns das alles in ein einzelnes Pairing rein. Dann bekommen wir hier hinten plus xy und das Pairing hier fällt komplett raus. So, und jetzt müssen wir nur noch schauen, also das erste Element ist schon gleich, jetzt müssen wir nur noch das zweite Element hier gleich kriegen. Dazu multiplizieren wir das Ding erstmal tatsächlich aus. Wir sagen hier, ich mache das gerade mal in der zweiten Zeile, damit wir es besser sehen können. AX, also ich nenne das jetzt nur noch A hier statt AI. Ist das in Ordnung für euch hoffentlich? Hier unten zumindest in der Gleichung AX plus B mal minus Y durch A plus S. So, wenn ich das ausmultipliziere, kommt dabei raus minus AY plus SAX plus, minus, um genau zu sein, minus BY durch A. Oh, hier vorne habe ich ein X vergessen. Und das A ist zu viel. Hier vorne, sorry, da kürzt sich, also wir rechnen hier ja AX mal minus Y durch A. Das heißt, hier steht am Ende Y mal AX und durch A, das heißt, das A kürzt sich raus, es steht also nur noch minus XY da. Sorry, da habe ich gerade aus Versehen den falschen Buchstaben erwischt in meinem Kopf. Dann das zweite hier ist S mal AX minus BY, das ist von den beiden hier, minus BY durch A und jetzt noch plus BS. So, also das können wir jetzt hierher schreiben. Ja, mache ich tatsächlich mal. Das schreiben wir jetzt hier rein. Und das soll natürlich alles in den Exponenten. Und Achtung, nicht vergessen, wir hatten hier hinten dran noch plus XY stehen. So, und hier mache ich jetzt mal die I's raus, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird zumindest. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus und das kommt raus. So, und jetzt minus XY, jetzt haben wir hier nur noch Plus und so weiter stehen. Minus XY plus XY, genau das war unser Ziel, das kürzt sich raus. So, SAX haben wir hier, das ist SAX. Dann haben wir minus B mal Y durch A, das ist der zweite Teil hier. Und plus BS, das ist der letzte Teil. Und das heißt, die Verifikationsgleichung, ja, ich weiß, das war jetzt gerade wirklich ein harter Brocken zum Schlucken, aber die Verifikationsgleichung für das alles hier gibt uns immer True aus, weil wir das tatsächlich alles richtig gemacht haben hier. So, dass sich sogar immer das g hoch xy auskürzt und wir niemals mehr als die einzelnen Elemente hier kennen mussten. Das war tatsächlich ja, eine Glanzleistung, möchte ich behaupten, dass man das so rausgefunden hat. Also ich wäre nicht persönlich drauf gekommen, ich hatte schon Schwierigkeiten, es nachzuvollziehen und ich glaube, bei euch war das hoffentlich nicht anders, sonst fühle ich mich jetzt gleich mega schlecht. Okay, da wir hier offensichtlich immer alles richtig gemacht haben, wir haben offensichtlich auch richtig geraten, beziehungsweise was heißt richtig geraten, wir haben einfach genug Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Gleichungen hier auch tatsächlich funktionieren. Und deswegen bekommen wir ein M-Stern und ein Sigma-Stern von unserem Angreifer zurück. Und was machen wir damit? Naja, wir tricksen mal wieder rum. Wir holen uns A-Stern, B-Stern, habe ich ja hier schon hingeschrieben. Im Prinzip sollte ich das hier unten drunter schreiben. So, wir holen uns A-Stern und B-Stern aus der Trap-Eval-Funktion mit T und M-Stern. Was bekommen wir dann? Wir bekommen A-Stern und B-Stern, so das gilt... das schreibe ich vielleicht nochmal kurz explizit hin, sodass H von M-Stern, also der Hashwert der Nachricht M-Stern, ist gleich im Prinzip das hier, dasselbe wie das hier oben, nur dass jetzt hier nicht AI steht, sondern A-Stern und B-Stern. So, jetzt hatten wir aber hier rausgefunden oder wollten hoffen, dass A-Stern gleich 0 modulo P. Das durften wir hoffen, weil unsere Hash-Funktion Gamma programmierbar ist. Das habe ich, wie gesagt, ausgespart in dem Beweis hier, der ist eh schon viel zu lange. Das bedeutet aber auch gleichzeitig,
dass das hier vorne auch 0 wird. Also A-Stern ist 0, dann ist auch das X hier 0. Das heißt, hier steht G hoch 0, was 1 ist und das fällt also raus. Das heißt, H von M Stern ist gleich G hoch B Stern. Und ja, damit können wir jetzt unseren G hoch XY Wert berechnen. Und zwar, jetzt wird es nochmal eine spaßige Rechnung, nicht ganz so spaßig wie gerade eben schon, aber G hoch XY ist jetzt gleich Folgendes. Ich darf den Term ja hier erweitern. Ich schreibe jetzt einfach hier drin mal wieder weiter. Ihr kennt meine Vorliebe mittlerweile dafür. Ich darf ja erweitern, wie ich möchte. Und mit 1 erweitern darf ich so oder so. Also G hoch B Stern, R Stern. Das ist jetzt vielleicht leicht ungünstig. Ich schreibe ab sofort hier oben ein Hashtag statt einem Stern. Habe ich gerade beschlossen. Oh, ups. Und hier haben wir auch ein Hashtag, dann so können wir das auch unterscheiden davon. Also hier steht B Stern oder B Hashtag mal R Hashtag. Jetzt muss ich natürlich noch hier, also das darf ich so nicht machen, jetzt muss ich aber das Ganze noch mit dem Inversen nehmen. Das heißt, ich schreibe hier einfach noch ein Minus vorne dran, vor die Potenz. Und wenn ich die jetzt wieder zusammenziehen würde, hätte ich hier G hoch B Hashtag, R Hashtag, minus B Hashtag, R Hashtag. Das bedeutet, die würden sich rauskürzen und übrig bleiben würde G hoch 0. Das ist 1 und das darf ich dann wiederum dran multiplizieren. Das ist kein Problem. Jetzt kann ich das Ganze aber umschreiben, weil wir wissen ja, G hoch B Hashtag ist der Hashwert der Nachricht. Das heißt, das hier kann ich umschreiben, also den Teil hier kann ich umschreiben zum Hashwert der Nachricht H von M Stern. Hier schreibe ich jetzt tatsächlich wieder den Stern hin. Und G hoch R Stern oder R Hashtag ist, wenn wir uns das hier mal angucken, Sigma 1. Das heißt, ich kann hier das hier rauslöschen und das hier als Sigma 1 bezeichnen. Also Sigma 1 Stern, wenn man es so genau möchte. Sozusagen der erste Teil meiner Signatur für die Ziel- oder für die quasi gefälschte Nachricht. So, aber hier H von M Stern und R Hashtag. H von M Stern R ist das hier. Also Sigma 2 besteht aus G hoch meinem Secret Key oder meinem Secret Key mal dem Hashwert der Nachricht hoch R. So, und das ist jetzt der Teil hier. Hier haben wir G hoch Secret Key oder generell der Secret Key, G hoch XY ist ja der Secret Key gewesen, mal H von M Stern R hoch R. Das heißt, das hier ist mein Sigma 2. Also Sigma 2 von der Zielnachricht. Und B habe ich ja jetzt hier gegeben. Denn B bekomme ich ja aus meinem Trap-Eval-Algorithmus zurückgegeben. Das heißt, ich kann auch B invertieren. Das heißt, ich muss nur noch B invertieren und Sigma 2 mal Sigma 1 hoch dem invertierten B, das ich aus Trap-Eval bekommen habe, rechnen. Und was ich dann rausbekomme, ist ganz einfach G hoch XY. Joa, das ist die Rechnung für den ganzen Kram hier. Und dieses G hoch XY kann ich jetzt zurückgeben. G hoch XY. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Diffie-Hellman-Challenge hier gewonnen, wenn es so einen Angreifer geben würde, dass der dieses Verfahren hier mit EUF-CMA brechen würde. Und wir haben kein Random Oracle benutzt, wir haben nur diese Waters-Hash-Funktion benutzt. Und ja, also wir haben quasi alles im Standardmodell gemacht, wir haben die Diffie-Hellman-Challenge gewonnen und das kann nicht sein. Deswegen ist das Signaturverfahren EUF-CMA sicher im Standardmodell und gleichzeitig noch sehr, sehr sicher. Natürlich nur, wenn wir so ein Pairing finden und alles drum und dran. Ja, mega Sicherheitsbeweis sozusagen als Abschluss, vorerst Abschluss der digitalen Signaturenreihe hier. Es wird weitergehen mit der Kryptographie, denke ich mal. Ich wollte auf jeden Fall noch was zur Kryptoanalyse machen, mal gucken, ob ich das tatsächlich tue, aber mit den digitalen Signaturen sind wir jetzt erstmal durch, bis ich mich in Gitterbasierte Kryptographie eingearbeitet habe. Mal schauen, ob ich das überhaupt tue. Und ja, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal und ihr habt auch alles verstanden. Gut, bis dann. Ciao.